Die ersten Worte, sobald wir unser Abenteuer starten, erklären uns unser Motiv. Wir leben in einer Welt, die seit Jahrzehnten im Krieg ist. Aber endlich besteht eine kostbare Chance auf Frieden. Wir bringen eine Prinzessin zu einem Königreich auf der anderen Seite des Meeres, um ein Ehebündnis zu schließen, das uns alle retten soll. Ein Versagen in dieser Mission würde uns sicherlich in düstere Zeiten stürzen. Das Schiff wird von Marodeuren angegriffen und wahrscheinlich angelockt durch den Kampflärm, greift auch noch ein Kreaken, der als der unaussprechliche Tiefe bekannt ist, das Schiff an. Er richtet so starke Schäden an, dass egal ob man ihn besiegen kann oder nicht, das Schiff schlussendlich im Meer versinkt. Als wir am Strand aufwachen, sind wir alleine und es gibt keinerlei Spur von der Prinzessin oder den anderen Crewmitgliedern. Doch fangen wir von vorne an. Woher stammt unsere Prinzessin und wohin war sie unterwegs? Im Inneren des Schiffes sehen wir die Prinzessin mit ihrer Maid und anhand der Hautfarbe können wir mehrere Länder ausschließen. Übrig bleiben Askaria, Citadel, Dor-Isle, Cardania, Karhi und Korstrok. Aber aus welchen dieser Länder kommt sie nun? Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Reddit-User Azuko13, der einen 87 Seiten langen Text über die Welt von Salt and Sanctuary geschrieben hat. Er zeigt auf, dass die Prinzessin am ehesten aus Askarian kommt, da wir von mehreren Reichen erfahren, die im Krieg liegen, aber die einzigen, bei denen eine Reise per Schiff wirklich Sinn machen würde, sind Askarian und Tristin. Wir reisen also von Askarian im Osten zu Tristin im Westen. Askarian ist eine der mächtigsten und größten Nationen und ist berühmt für ihren Adel und ihr Militär. Gegenüber Tristin haben sie unzählige Kriege geführt und oftmals mit Heiraten kurzzeitig Frieden erlangt. Weiterhin ist Askarian der Ursprung des Glaubens an die Drei, eine Glaubensrichtung, die sie mit Gewalt verbreiteten. Tristin auf der anderen Seite ist ein Land voller Wälder, dem ein Hang zur Hexerei und dunkler Magie nachgesagt wird und dessen Bewohner bleich und unheimlich wirken. Der Sodden Knight und Kasia der Grausame kommen von dort, und das tristinische Militär ist durchaus stark, da es sich mit Askarian auf Augenhöhe messen kann. Nun wissen wir wahrscheinlich, wo unsere Reise begann und wo sie enden sollte. Es wäre möglich, dass die Marodeure, die das Schiff angegriffen haben, den Frieden verhindern wollten. Eventuell geschickt von einem der Nachbarländer Askarias, die davon profitieren, dass Askaria an mehreren Fronten Kriege führt. Ein Beispiel hierfür wäre Leven. Doch hier finden wir keine direkten Hinweise und es bleibt wohl bei Vermutungen. Unser Charakter hat je nach Charakterklasse verschiedene Motivationen. Beim Ritter wohl das Beschützen der Prinzessin, der Paladin und der Kleriker wohl auf eine Pilgerreise und den Glauben Devaras zu verbreiten. Der Koch ist logischerweise für die Versorgung mit Nahrung auf dem Schiff und der Pauper wohl als Zivilreisender oder Matrose an Bord. Der Jäger könnte auch dem Schutz der Prinzessin zugeteilt sein, aber eventuell als Schutz vor Monstern wie Kreaken oder ähnlichem zur festen Besatzung gehören. Der Magier wird sich wohl auf einer Reise befinden, um seine Lehre als Akolyt fortzusetzen. Der Dieb ist entweder als blinder Passagier oder als geheimer Leibwächter an Bord. Es wäre allerdings auch möglich, dass es sein Ziel ist, die Prinzessin zu ermorden. Nun sind wir also am Strand und es gibt keine Spur von der Prinzessin. Als wir die Insel weiter erkunden, treffen wir auf einen Ritter, der eine interessante Frage stellt. Ob wir eine Quest haben, ein Ziel, dem wir folgen. Er sagt auch, dass er keine Prinzessin gesehen habe. Später erwähnte er zwar eine einfache Frau aus Kulkas, aber diese wäre höchstens die Maid und nicht die Prinzessin. Und selbst diese finden wir nicht mehr. Er hilft uns also auf den ersten Blick nicht weiter. Allerdings erwähnt er etwas Interessantes. Er sagt, es sei gut, eine Aufgabe, eine Quest zu haben. Wir finden zwar weder die Prinzessin noch ihre Maid, aber ihre Kleidung finden wir an verschiedenen Orten der Insel. Interessanterweise ist die der Prinzessin sehr tief in der Insel, weiter als eine Unbewaffnete jemals hätte kommen können. Und die der Maid ist weit entfernt von ihr. Dies wirkt die Frage auf, ob wir wirklich eine Prinzessin eskortieren, getäuscht wurden oder ob die Prinzessin von ihrer Maid verraten wurde. Wir können dies nicht mit Gewissheit sagen, da der Herrscher der Insel, der namenlose Gott, eine gewisse Macht über Raum und Zeit zu haben scheint. Er erschafft schließlich diesen Ort großteils aus Erinnerungen anderer. Es wäre also möglich, dass er Geschichten erfindet, die die Gestrandeten antreiben und sie so motiviert, was Suzuko 13 auch vorschlägt. Allerdings fehlt mir hier die Motivation des Namenlosen, um dies wirklich zu tun, da er in keinster Weise davon profitiert, seine Gefangenen zu motivieren. Wir könnten unsere Mission aber so oder so nicht erfüllen, da wir nicht mit der Prinzessin von der Insel entkommen können und selbst wenn die Prinzessin real war, wir sie nirgends auf der Insel finden. Dass wir ihre Kleidung finden können, ist ein Anzeichen dafür, dass sie entweder gestorben ist oder sich jemand als sie verkleidete. Am Ende ist die Prinzessin wohl von allen Charakteren die, von der wir am wenigsten erfahren, da wir sie in Persona nie finden und ihre Kleidung nur eindeutig sagt, dass sie einer adligen und reichen Person gehöre.
aber nicht, wer sie war oder sonstige andere Informationen über ihre Abstammung oder ihre Vergangenheit verrät. Eventuell könnte man sogar diesen offensichtlichen Mangel an Informationen über jemanden, der auf demselben Schiff zu reisen schien, als Hinweis darauf nehmen, dass sie entweder heimlich reiste oder wirklich nur eine künstliche Vorstellung des Namenlosen war. So bleibt ihre Rolle in der Geschichte einer der losen Fäden, den wir nicht bis ganz zum Ende verfolgen können. Und so müssen wir selbst herausfinden, was auf der Insel vor sich geht. Ich möchte hiermit nochmal zutiefst Asuko 13 für seine Bemühungen, die Informationen über die Welt und ihre Bewohner zusammenzustellen, danken. Er hat mir damit die Recherche für dieses Video um so einiges erleichtert. Wer sich für die Welt von Salt and Sanctuary interessiert, dem empfehle ich offensichtlich, das Spiel zu spielen. Wer dies aber nicht will, nicht kann oder schon hat, dem lege ich hiermit die Lektüre des The Drowned Tomb von Asuko 13 wirklich ans Herz. Sowie das offizielle Salt and Sanctuary Wiki, wenn ihr zu bestimmten Dingen gezielte Informationen suchen wollt. Alle Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr andere Theorien als die im Video oder Fehler in meinen Aussagen gefunden habt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich darauf, eure Ideen und Meinungen dazu zu hören.